Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, wenn ihr wieder da seid und vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen, weil ich werde demnächst ganz viele Videos hochschicken auf YouTube. Da geht es immer ums Backen und Kochen. Seid gespannt. Also, und ich habe heute ein uraltes Rezept gefunden von meiner Oma Trudes alten Kochbuch und Backbuch und habe das reduziert. Früher haben die Unmengen gebacken, also da war 1 bis 3 Kilo völlig normal, man musste ja viele Mäuler stopfen, ne? Und ich habe das reduziert. Wir sind ja nur ein 2-Personen-Haushalt oder ein kleiner Haushalt und deswegen gibt es meine Rezepte immer im Kleinformat. Wer es natürlich mehr haben möchte, der muss das sich dann vervierfachen wieder. Unten in der Infobox gibt es dann wieder das Rezept. Mache ich bei jedem Rezept drunter. Müsst ihr nur immer anklicken, da gibt es so eine rechte Taste, anklicken und dann seht ihr das Rezept. Okay, und heute habe ich ein uraltes Rezept. Da geht es um Kartoffeln, Milch und Mehl. Das ist halt ein Brot, ähnlich wie das Stutenbrot, sagt man, glaube ich, noch. Ein weiches, süßes Brot fürs Frühstück, aber ganz anders und total lecker. Seid gespannt. Als erstes brauchen wir ein paar Zutaten. Das sind 350 Gramm Mehl, ein bisschen Butter, ein bisschen Milch, ein bisschen Zucker, 25 Gramm Hefe steht da, das steht immer für einen halben Würfel, aber natürlich sonst ein Päckchen Trockenhefe und natürlich die Kartoffeln. Und als erstes müssen wir natürlich die Kartoffeln schälen und kochen. Das ist ganz wichtig, die brauchen wir ja gekocht, sonst passen die da nicht in den Teig. Und den Rest des Teiges mischt man zusammen. Das mache ich jetzt hier. Ich mache viel ohne Waage. Ich bin da nicht so ganz genau. Es ist auch ungefähr immer nur, dass es ein schöner Teig wird. Das spürt man dann, wenn man den zusammenrührt. Also ich nehme da halt jetzt meine Zutaten außer den Kartoffeln und mische die schon mal zusammen. In den alten Rezepten steht auch immer nur die Angabe von Fett, was man da für ein Fett nimmt, ob in flüssiger Form oder in fester Form. Das kann jeder selbst entscheiden, was er lieber mag. Jetzt sind die Kartoffeln fertig gekocht und ich kann, weil ich immer Trockenhefe sehr gerne nehme, die so kochend heiß wie sie sind, mit dieser schönen Spätzlepresse reindrücken. Also wenn man Frischhefe nimmt, darf man das nicht machen. Da muss man die Kartoffeln wirklich erst vorher abkühlen lassen. Also ich mache das gern so heiß, gleich rein und dann kann man den Teig fertig kneten und zum Gären in einen ruhigen Platz stellen für circa 1,5 Stunden. Ich glaube, so lange hat er gar nicht gebraucht. 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Nachdem er nun wunderbar hochgegangen ist, der schöne Teig, das kann man jetzt gleich sehen, dann nehme ich ihn aus der Schüssel und knete ihn nochmal ein bisschen, nur ein bisschen. Je öfter man Hefeteig quält, muss man ihn auch wieder in Ruhe lassen. Also wenn ich den jetzt noch 5-mal bewege, muss ich ihn auch nochmal genauso lange auch in Ruhe lassen. Deswegen mache ich ihn jetzt nur glatt zu einer schönen Kugel und setze ihn dann in die Form, in der ich sie backen möchte. Ich habe sie zuerst, ich mache meine Brote immer in einem Topf, habe es da reingesetzt, nochmal in Ruhe gehen lassen, nochmal kurz gehen lassen, halbe Stunde circa und dann gebacken. Ich habe diesen jetzt aus dem Ofen geholt, das Kartoffelmilchbrot. Sieht das nicht lecker aus? Gestern habe ich schon eins gemacht, das war ein bisschen zu dunkel, aber das ist jetzt richtig perfekt. Und ich lasse es heute mal ein bisschen abkühlen und werde es nachher noch anschneiden. Ich habe das zweite Brot in einer Springform gebacken, das war besser. Da kommt die Hitze besser ran. Deswegen habe ich dann nicht wieder meinen Topf genommen. Jetzt kann ich es endlich anschneiden und ihr werdet sehen, es ist richtig ein schönes, festes Brot geworden, durch die Kartoffeln total fest und es hielt auch wirklich 3 Tage richtig frisch, kann man wunderbar essen am Frühstück. Es ist ein sehr, sehr schönes, wenn man schaut, wie fest das ist. Man wird auch satt von einer Scheibe. Total lecker. Aber ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen und lasst doch bitte ein Abo da. Dann werdet ihr immer sehen, was ich demnächst mache. Tschüss, bis zum nächsten Mal.